Den Hyundai Kona, den kennen Sie schon, aber den Hyundai Kona Hybrid, den können Sie deswegen sehen, weil er hat nämlich eine CO2-Effizienz von A+ und hat einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von gerade mal 4,3 Liter. Ja, und das erreicht er, indem er nämlich die Bremsenergie, die normalerweise, ich sag mal, verloren geht oder am Berg, wenn man runterrollt, umwandelt in elektrische Energie und dem Fahrzeug zur Verfügung stellt. Ein weiterer Vorteil ist auch noch, dass es etwas spritziger zugeht beim Anfahren, wenn man das möchte. Hier ist Peter Schumann. Grüß dich, Peter. Ja, hallo, grüß euch. Ja, wir haben hier den Kona Hybrid, wie du schon richtig gesagt hast. Also ein Fahrzeug, was teilelektrisch fährt, aber nicht geladen werden muss. Das macht das Fahrzeug alleine. Das heißt, man ist komplett unabhängig vom Stromnetz und man ist komplett unabhängig, wenn man in Urlaub oder längere Fahrten macht. Also man braucht dazwischen nicht zu laden. Er macht das über die Bremsenergie und wenn ich das Fahrzeug rollen lasse, über Schiebeenergie, auch dann wird die Batterie geladen. Das ist eine sehr einfache, tolle Geschichte. Das, was die Hybridfahrzeuge heute leisten, wird ja auch immer besser und mehr. Und man fährt sehr umweltbewusst, ohne dass man irgendwelche Einschränkungen hat. Ja, das Starke dabei ist, also die Bremsenergie, die ist auch nicht zu vernachlässigen. Normalerweise, wenn ich schon ein bisschen bremse, dann wird ja normalerweise die Energie in Wärme umgewandelt. Das heißt, die Bremse wird heiß und hier ist ein Elektromotor, der lädt eine kleine Batterie auf, die drin ist. Und das macht den Unterschied im Spritverbrauch. Ja, natürlich, klar, weil er halt teilelektrisch fährt. Je nachdem, wie viel in der Batterie, in der Speicherung enthalten ist, fährt man in der Stadt also sehr oft so im langsamen Betrieb, so mit 20, 30 km/h fährt man fast nur elektrisch, bis das halt verbraucht ist. Aber sie laden ja auch immer ständig dazwischen wieder über Bremsen und Rollen die Batterie auf. Und so, dass man also wenn man das sehr effizient nutzt und sich darauf einlässt und einstellt, das ist nur eine kleine Umgewöhnung und dann fährt man sehr, sehr oft elektrisch. Was auch interessant ist, der Verschleiß ist etwas geringer bei Bremsen. Das heißt, dadurch, dass die Bremsenergie ja nicht in die Bremsen fließt, sondern in praktisch die Batterie, ist es etwas weniger. Aber auch andere Bauteile werden nicht ganz so stark belastet, denn der Elektromotor hilft beim An- und Abfahren. Ja, richtig, genau. Der ist sehr oft im Einsatz, auch beim Anfahren und hauptsächlich im Stadtverkehr. Ich muss nichts üben. Ich brauche kein Abitur zu haben dafür, brauche nicht studiert zu haben. Ich setze mich rein und fahre es ganz normal. Sie fahren das Auto wie ein normales Auto und der Rest macht die Technik sowieso von alleine. Seine Fahrweise muss man entsprechend ein bisschen anpassen, um auch die Energierückgewinnung effizient zu nutzen. Aber das ist kein Problem, das erklären wir auch bei einer begleitenden Probefahrt, auf was man so ein bisschen achten soll. Aber ansonsten ist das komplett einfach und problemlos zu fahren. Ja, auch innen drin hat man da hier nicht die billigste Variante, sondern eine richtig tolle. Ja. Und das können wir uns gleich mal ganz kurz angucken, indem wir einmal kurz reinschauen. Das ist ein sehr, sehr schickes Auto, auch in der Lackierung mit dem schwarz abgesetzten Dach. Mit den dunkel getönten Scheiben hinten. Das ist die Modellvariante Trend. Und man sieht, dass da an nichts gespart wurde, dass der Lederlenkrad, tolle Ausstattung hat, Lederlenkrad, beheizt, Sitzheizung und so weiter und so weiter. Aber das sieht man sich am besten an auf unserer Internetseite. Die Autos sind dort alle in Gänze beschrieben. Die Ausstattungen sind in Gänze beschrieben. Und wenn jemand ein Prospekt noch haben will, das haben wir natürlich auch noch, kein Thema. Einfach bei uns Papier melden, meinst du? in Papier, das gibt es auch noch. Es gibt ja immer noch Fans, die das gern so wollen. Wer es lieber in Papierform haben und lesen wollen, das muss jeder für sich wissen, wie er es will. So Prospekte ist ja im Moment das Thema. Durch die Krise können wir ja keine Kunden empfangen, leider. Prospekte verschicken wir natürlich auch auf Anfrage, ist kein Problem. Ja, die Fahrzeuge haben ein unglaublich modernes Design. Das heißt, das Ganze fließt natürlich aus einer europäischen Feder. Das sieht man auch den Fahrzeugen an. Mittlerweile fahren sie auch in Amerika. Den hier habe ich oft in Amerika gesehen. Selbst die Amerikaner haben sich jetzt so kleine SUVs angetan, weil sie eben sparsam sind. Das Auto läuft in Amerika sehr, sehr gut auf dem amerikanischen Markt. Das Auto läuft weltweit sehr gut, der Kona. Die Produktion ist ja hier in Europa, in Tschechien. Die Entwicklung wurde fast komplett in Rüsselsheim gemacht, beim Hyundai Entwicklungszentrum. Und man hat hier ein echt europäisches Auto, wenn es auch vom Hersteller her ein koreanischer Hersteller ist, aber das Auto hier ist komplett in Europa entwickelt und gebaut und so weiter. So, ich zeige es gerade nochmal, denn wir müssten auf eine Sache eingehen. Das ist ein besonderer Wettbewerbsvorteil, den Hyundai hat. Sie haben nämlich
5 Jahre Garantie ohne Kilometerlimit. Also ich sage mal, es gibt ja Hersteller, die machen viel Garantie, aber hier gibt es kein Kilometerlimit. Ihr habt hier wirklich Taxis rumlaufen mit 200.000, 300.000 Kilometer. Ich glaube, da gibt es eine kleine Beschränkung bei Taxibetrieben. Beim Taxi gibt es eine Beschränkung auf 200.000, aber bei normalen Firmenfahrzeugen ist es also die Kilometerbegrenzung nicht. Das heißt, jeder gewerblich tätige Außendienstmitarbeiter oder, der kann in den 5 Jahren die Kilometer fahren, die er halt fährt. Und wenn das halt 400.000 sind, dann sind es halt 400.000. Wichtig ist auch noch, die Garantie ist übertragbar. Das heißt, die ist also nicht käufergebunden, sondern wenn ich das Auto nach 3 Jahren nochmal verkaufen sollte, dann ist da noch 2 Jahre Restgarantie drauf. Und das ist ein gutes Argument. Natürlich, ganz klar. Das ist vor allen Dingen Wertstabilität für den Gebrauchtwagen. Und Hyundai hat sich im Gebrauchtwagenbereich sehr, sehr gut stabilisiert, was die Preise angeht. Das war am Anfang ja so ein bisschen ein Mango, dass man gesagt hat, naja, die sind nachher nichts mehr wert. Die Zeiten sind aber lange vorbei. Genau, sind sehr gesucht. Ihr selbst nehmt auch gerne Hyundais in Zahlung gebrauchte. Wir nehmen grundsätzlich alle Fahrzeuge in Zahlung, natürlich auch lieben gern Hyundais, ganz klar. Genau, hier sieht es nochmal. A+ ist die CO2-Effizienz, 4,3 Liter kombiniert. Übrigens ganz interessant, besonders spritsparend ist das Fahrzeug sogar im Stadtbetrieb und nicht auf der Autobahn, weil dort halt öfter auch mal gebremst wird. Der Hybrid ist hauptsächlich im Einsatz im Stadtverkehr und im Kurzstreckenverkehr und auch wenn man Landstraße gemütlich fährt, auf der Autobahn so gut wie gar nicht. Aber unterm Strich ist der Kraftstoffverbrauch halt, wenn ich gemischte Strecken fahre, ich fahre nicht immer nur Autobahn, ist der Kraftstoffverbrauch halt um Welten besser wie beim normalen Benziner. So, ich zeige es mal gerade, Endpreis wäre hier 26.490 €. Da gibt es einen Nachlass, aber auch hier gilt, da ist bestimmt noch was drin. Am besten mal anrufen hier bei den Kollegen, wir haben ja Corona-Zeit, und sich einfach mal melden. Vielleicht kann man ja noch ein bisschen was machen. Richtig? Ja, genau. Also wir sind im Moment sehr bemüht, für unsere Kunden alles zu geben. Jeder hat es schwer, nicht nur wir, sondern viele sind in Kurzarbeit und. Und von daher sind wir also bereit, bei Fahrzeugen, die wir im Bestand haben, auch gewisse Zugeständnisse zu machen. Das muss nicht immer in Form von Nachlässen sein, das kann auch in Form von Zubehör sein, das kann in Form dessen sein, dass man sagt, okay, es gibt noch Winterräder dazu oder. Aber da kann man immer mit uns reden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und wir sind da eigentlich immer bereit, irgendwas zu tun im Rahmen dessen, was uns halt möglich ist. Super, also hier steht da, ein Hybrid, waschechter für 26.490 €, kann finanziert geleast werden, kann auch mit einem Fahrzeug verrechnet werden, was man in Zahlung gibt. Natürlich beim Autohaus Schumann ohne H mit Doppel-N in Saarbrücken. Vielen Dank, Peter. Danke. Gerne.